So, der nächste bitte. Ach, der Herr Helm. Guten Tag, Herr Helm. Was kann ich für Sie tun? Ja, also, wenn Sie mich so direkt fragen, Herr Doktor, ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, was mit mir los ist. Wissen Sie, ich gehe schon mein ganzes Leben lang arbeiten, doch irgendwie so in den letzten Monaten geht es mir gar nicht gut. Also ich fühle mich irgendwie ausgelaugt, ich fühle mich müde, ich habe irgendwie nicht mehr so wirklich Lust auf überhaupt irgendwas. Ich schleppe mich einfach nur so durchs Leben. Und wissen Sie, selbst auch bei Instagram, Facebook und auf den anderen Seiten, da kenne ich auch schon alles und ich kenne auch schon alle Leute. Und irgendwie habe ich überhaupt gar keine Lebensfreude mehr. Und ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Vielleicht können Sie mir ja helfen, Herr Doktor. Ja, ich würde sagen, Herr Helm, die Diagnose ist eindeutig. Oh nein, Herr Doktor, das klingt ja ganz fürchterlich. Was habe ich denn? Sie leiden unter akutem Reisefieber. Akutem Reisefieber? Und was kann man da machen, Herr Doktor? Also, Herr Helm, da kenne ich nur eine Möglichkeit der Therapie. Ich verschreibe Ihnen eine Europatour mit einem Fahrradwohnwagen. Sie verordnen mir eine Europareise mit einem Fahrradwohnwagen? Und das soll helfen? Na, da bin ich ja wirklich mal gespannt. Also, wenn das hilft, dann erzähle ich auch anderen Leuten davon. Vielen Dank, Herr Doktor. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, auf Wiedersehen, Herr Helm. Ich freue mich, dass ich Ihnen so schnell helfen konnte. Alles Gute für die Reise. So, ich würde sagen, Pause. Hallo Fahrradwohnwagenfreunde und Draußenschläfer. Hier ist wieder euer Matthias. Und heute habe ich mir gedacht, mache ich mal ein kurzes Video zum Thema Therapie. Warum gibt es heute ein kurzes Video zum Thema Therapie? Das ist schnell erklärt. Viele von euch wissen ja, dass ich bald eine Reise vorhabe mit meinem Fahrrad und meinem Fahrradwohnwagen. Aber ich denke, es wissen nicht alle von euch, was ich so beruflich mache. Ich bin vom Beruf Ergotherapeut, Heilpraktiker für Psychotherapie und systemischer Berater. Und im Moment arbeite ich noch in einer sozialtherapeutischen Wohnstätte. Und was ich hier sehr spannend finde, ist, dass nämlich das Thema Fahrradwohnwagen selbst bis in eine sozialtherapeutische Wohnstätte vorgedrungen ist. Und so kommt es, dass ich gerade aktuell mit 2 Bewohnern des Hauses auch einen Fahrradwohnwagen baue. Das finde ich super spannend und ich möchte euch gerne noch ein bisschen mehr darüber erzählen und deswegen nehme ich euch jetzt mal mit in unseren Fahrradkeller. Nun befinden wir uns im Fahrradkeller der sozialtherapeutischen Wohnstätte, wo ich arbeite. Ganz nebenbei werden hier noch ein paar Weihnachtsbäume gelagert, aber das ist nicht so relevant. Viel relevanter ist ja das da hinten. Tada! Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich mit 2 Bewohnern des Hauses einen Fahrradwohnwagen baue. Und das ist bis jetzt das Ergebnis. So weit sind wir bis jetzt gekommen. Und ich denke, ein kleines bisschen werden wir noch schaffen. Ich bin jetzt noch so einen Monat hier, bis dann meine Europareise beginnt. Und dann kommen wir noch ein kleines Stückchen weiter. Wie man auch sieht, ja, das ist wieder eine typische Krea-Nachbildung und ich denke, der Herr Krea hätte sich das ruhig mal patentieren lassen können. Vielleicht wäre das ganz gut gewesen für ihn. Genau. Für diejenigen, die das vielleicht auch interessiert, mit welchen Krankheitsbildern ich hier so arbeite, kann ich sagen, also wir haben es hier mit teilweise sehr schweren Depressionen zu tun. Wir haben es mit Angsterkrankungen zu tun, wir haben es mit Zwangserkrankungen zu tun, auch Drogenmissbrauch ist unter anderem mit dabei. Wir haben Menschen, die mit Schizophrenie zu tun haben. Also Schizophrenie ist das, wenn man Stimmen in seinem Kopf hört oder wenn man Halluzinationen hat. Genau. Und jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, als Außenstehender denkt man, ja, aber warum macht man denn da jetzt eine Therapie, einen Fahrradwohnwagen, was soll das denn bringen? Ja, das kann man im Groben eigentlich ganz gut erklären, nämlich wenn man sich vorstellt, dass man irgendeine Erkrankung hat, sagen wir mal eine schwere Depression oder auch eine Angststörung oder was auch immer, ist man natürlich den ganzen Tag auch immer viel damit beschäftigt, darüber nachzudenken, was denn die eigene Erkrankung so macht. Ne? Gerade wenn man in so einer sozialtherapeutischen Wohnstätte lebt, dann wird man natürlich auch ständig immer wieder daran erinnert, ja, hier sind Mitarbeiter, hier sind Therapeuten und die sagen immer, na, wie geht's denn heute? Und dann muss man ständig drüber nachdenken, ja, wie es mir eigentlich so geht. Und dann kommt man ganz schnell in so Gedankenkreisen und denkt sich die ganze Zeit, eigentlich geht's mir überhaupt gar nicht gut. So, und dafür sind ja auch wir Therapeuten da,
Und wenn man jetzt so ein tolles Projekt hat hier, ne, wie so ein Fahrradwohnwagen, und die beiden Bewohner hier in dieser Wohnstätte, die haben sich das gewünscht, ja, ganz unabhängig von mir. Die wussten das anfänglich auch gar nicht, dass ich auch schon 2 Fahrradwohnwagen gebaut habe, sondern die haben das auch im Internet gesehen und haben gesagt, das ist eine coole Sache. Und dann habe ich gleich angefangen mit denen einfach mal so einen Fahrradwohnwagen zu bauen. Und das ist einfach mal eine sehr schöne Sache, um einfach auch mal von den ganzen Krankheitsgedanken auch mal abzuschalten, ja, dass man mal 1, 2 Stunden in der Woche auch einfach mal was Schönes hat, ja, sich eine Perspektive erarbeiten kann. Und ganz oft erlebe ich es auch am Ende der Therapie, dass dann halt eben auch Klienten, also wir sagen ja nicht Patienten, sondern das sind dann Klienten, die einfach sagen, Mensch, das war echt mal gut, dass ich mal abschalten kann auch jetzt, ne, dass ich mal nicht so über meine Krankheit nachgedacht habe. So am Anfang hatte ich zwar keinen Bock und dann wollte ich erstmal hier, ne, gar nicht runterkommen und das anfangen, aber jetzt ist es einfach gut, dass ich es gemacht habe. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir therapeutisch ganz gut nutzen können. Auch kann man therapeutisch natürlich unglaublich viel befunden. Ja, man kann einfach gucken, wie arbeiten die Klienten, wie ist Auge-Hand-Koordination, ja, wie sind die motorischen Fähigkeiten, wie ist die Konzentrationsfähigkeit, wie ist die Aufmerksamkeit, wie ist der Antrieb, wie ist die Motivation. Und allein nur durch so einen Bau eines Fahrradwohnwagens zum Beispiel kann man unglaublich viel therapeutisch intervenieren. Also man kann unglaublich viel erreichen und machen und fördern und vor allen Dingen aber auch einfach mal Spaß haben. Ja, man muss die ganze Welt ja nicht immer so mega therapeutisch sehen, sondern wir haben hier tatsächlich auch mal Spaß. Und das ist nämlich auch ganz wichtig, dass man auch mal lacht, ja, auch wenn es einem vielleicht mal nicht so gut geht, aber lachen und Spaß haben und zusammen etwas bauen ist wirklich eine ganz tolle Sache. So, jetzt habe ich euch mal einen kleinen Einblick gegeben. Ich hoffe, den einen oder anderen hat es vielleicht mal ein bisschen interessiert, was Therapeuten so machen. Ja? Und wenn euch auch die nächsten Videos von mir wieder interessieren, dann geht doch einfach weiter auf meinen Kanal und abonniert schön fleißig meinen Kanal und aktiviert vielleicht auch die Glocke. Da würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.